Die 33 Reden von Saint-Germain von Godfrey J. King. Die Anrufung. Du mächtige, verzehrende Flamme Gottes, wir neigen uns deiner mächtigen, erhabenen Kraft. Wir erfreuen uns deiner Gegenwart im Herzen eines jeden Sendboten Gottes, die seine Dienste und Kräfte den Menschen zuführen zu ihrem Segen. Wir lobpreisen und danken dafür, dass deine Gegenwart die Flut der Dinge gewendet hat und du bist, was du immer gewesen bist, die mächtige, leitende Intelligenz. Preis und Dank deinem verzehrenden Feuer und deiner schöpferischen Tätigkeit, die im Herzen eines jeden von uns zu wohnen bereit, sich jedem Wunsche kraftvoll zur Verfügung zu stellen. Preis und Dank dafür, dass du überall die verzehrende Gegenwart bist, dass ich bin hier und ich bin dort und ich bin die Kraft, die alle Dinge läutert. Ich bin die erhabene Gegenwart. Ich bin die sieghafte Kraft. Ich bin deine mächtige Energie, deine verzehrende Flamme zu jeder Stunde. Ich bringe euch Grüße aus dem Herzen des schöpferischen Feuers. Die 4. Rede. Das schöpferische Feuer, das Ich Bin, ist die Flamme Gottes, seine meisterliche Gegenwart, verankert im Herzen eines jeden von Gottes Kindern. In einigen ist es nur ein Funke, doch durch richtigen Wind kann es zum schöpferischen Feuer, zur verzehrenden Flamme entfacht werden. Diese mächtige Gegenwart, Gott, ist in ihren unzähligen Tätigkeiten das allgegenwärtige Schaffen, das alle ohne Einschränkung benutzen können, sobald sie aus ihrer Erkenntnis den äußeren Schein ausmerzen, sobald sie ihre Aufmerksamkeit von diesem Trugbild, das sie durch endlose Jahre gefesselt hielt, wegziehen wollen. Heute steht das Zepter der Kraft und Hoheit in der Atmosphäre vor dem Blicke eines jeden fortgeschrittenen Schülers. Sie mögen zuerst ihren Verstand zum Zepter der Hoheit erheben und es ergreifen und benutzen, bis sie seiner besser gewahr werden und es ihnen zu allen Zeiten greifbar und sichtbar zur Verfügung steht. Es ist keine müßige Verheißung. Wer das Licht sucht, wird wieder dies Zepter der Macht empfangen. Gehen wir auf einem Fußpfad im Wald, so wissen wir, dass wir den gleichen Weg zurückkehren können, wenn wir es wünschen. Doch wir müssen uns selber entscheiden. So haben wir nun jahrhundertelang in der Außenwelt nach Kraft und Hoheit gesucht und finden, dass alles nur Schein, nur Triebsand ist, der morgen schon verweht sein kann. Wenn ihr freudig eure göttliche Herrschaft antretet, so könnt ihr euch fest auf den sichtbaren Grund des Felsens der Wahrheit stellen, auf Gott. Dort kann keine Störung von außen euch je mehr erschüttern, sobald euer Wissen sich aus praktischer Erfahrung ergibt. Wahrheitssucher wundern sich, warum sie nicht fest verankert bleiben in ihrem Entschluss, unerschütterlich die Gottgegenwart, die ihr Machtbereich ist, festzuhalten.
Sie bemühen sich zu wenig, ihre äußeren Gestaltungen zu zergliedern, zu erkennen, was darin versteckt liegt und Störungen, Fragen und Zweifel verursacht. Wer jedoch die Macht, die ihm zusteht, benutzt und tief in die Beweggründe eindringt, wird leicht die Wicken aus dem Acker goldenen Korns reißen können und sich bald von seinen Störungen befreien, die Zweifel erzeugen, die sie an sich selber und sogar an der Gegenwart Gottes, die in ihrem Herzenpuls zweifeln machen. Sind Schüler aufrichtig gegen sich und ihre Göttlichkeit, die Ich Bin-Gegenwart, und alles, was ihnen innerlich Störungen bringt, ausreißen, damit sie befähigt werden, das mächtige Licht und die Strahlung des großen Gott selbst zu fühlen, so wird es ihnen leicht fallen, die große Ich Bin-Gegenwart in Liebe und Intelligenz freizusetzen. Sie schenkt euch dann immer da und aus unversiegbarer Quelle Kraft und Selbstvertrauen, oder was ihr benötigt, damit eure Füße fest auf dem Felsen der Wahrheit ruhen, der eines der großen Juwelen im Königreiche Gottes darstellt. Seine blendende Strahlung wird euch empfangen, sobald ihr sie auch nur mit leisem Winke erbittet. O ihr Schüler von heute, haltet euch zähe an die mächtige Gegenwart, die in eurem Herzen schlägt, deren Leben durch eure Adern rollt, deren Kraft euer Gemüt durchflutet. Ihr habt den freien Willen und könnt eure Werte und Ziele wählen. Gesegnete Vollkommenheit oder lastende Unvollkommenheit. Vergesst nie, es ist euer Fehler, wenn ihr euch nicht dieser mächtigen Gegenwart zuwendet und dadurch Missklang und Unordnung erzeugt. Nehmt euch reichlich Zeit, um diese mächtige Kraft umfassend kennenzulernen, und lasst sie in eurem Leben sich voll auswirken. Werdet nicht ungeduldig, wenn sie die Erfolge nicht so rasch zeigen, wie ihr es möchtet. Sie sind abhängig davon, wie rasch ihr die Wahrheit aufzunehmen vermögt und wie stark eure Gefühle mitschwingen. Die mächtige Energie, die durch euer Gemüt wie durch euren Leib wogt, ist die reine Elektronenkraft Gottes, die mächtige Ich Bin-Gegenwart. Haltet eure Gedanken freudig und fest auf das Gott selbst, den Ursprung eures Seins und eures Lebens gerichtet. Dann kann die reine Elektronenkraft unvermindert in euch weiterwirken, unberührt von menschlichen, missklingenden Belastungen. Lasst ihr dagegen, bewusst oder unbewusst, eure Gedanken vom Missklang, der euch so oft umgibt, beeindrucken, so verändert ihr Farbe und Eigenschaft dieser strahlenden, reinen Energie. Diese Kraft muss wirken, und ihr seid es, die zu entscheiden haben, in welcher Art dieses geschehen soll. Bildet euch niemals ein, ihr könntet dieser einfachen Tatsache entrinnen. Sie stellt ein unveränderliches Gesetz Gottes dar, und kein menschliches Wesen kann sie je ausschalten. Will ein Schüler stetig voranschreiten, so muss er das verstehen und sich danach richten. Ich sage euch, geliebte Schüler, Selbstberichtigung ist das offene Tor zu eurer mächtigen Erleuchtung und Befreiung von allen Begrenzungen in der äußeren Welt des Handelns. Und nichts kann diese Wahrheit beseitigen, wenn ihr auch noch so sehr sie bezweifeln, fürchten und bekämpfen wollt.
Sehr viele Schüler kommen bis zu einem gewissen Punkte des Verständnisses, da ihnen alle Ergebnisse ihres Tuns offenbar werden und sie auf viele ihrer Fehler zurückblicken und genau wissen, dass sie berichtigt werden müssen. Und nun werden sie kleinmütig und beginnen sich und Gott zu kritisieren und zu verurteilen. Das ist erneut ein großer Irrtum. Alles, was ihnen offenbart wird, was ihnen begangene Fehler aufdeckt, sollte sie mit größter Freude erfüllen, weil endlich die Dinge, die so dringend einer Berichtigung bedürfen, ihnen gezeigt werden. Wer weiß, dass er auch die Kraft hat, umzudenken, und freudig sollte er sich an diese Arbeit der Umformung begeben. Die Kraft göttlichen Lebens, die in ihren Herzen schlägt, ist der unbedingte Beweis, dass sie alle Irrtümer und Missklingen der Schöpfung, die sie bewusst oder unbewusst an sich gezogen haben, auflösen und verzehren können. Sie können zu diesen unerwünschten Gestaltungen sagen: Ich bin die mächtige, verzehrende Flamme, die nun alle vergangenen und heutigen Irrtümer, ihre Ursache und ihre Wirkung und alles Unerwünschte Erschaffene, für das mein äußeres Selbst verantwortlich ist, aufzehrt. Es scheint so seltsam, dass es den Schülern so schwer fallen kann, die Verankerung und das Erkennen der unbegrenzten Kraft festzuhalten, die sie doch in Bewegung setzen, wenn sie sagen, ich bin. Wenn der Verstand, der die äußere Tätigkeit darstellt, dieses weiß, dann sollten die Schüler es mit all ihrer Kraft verstärken, durch das innige Empfinden seiner Wahrheit. Dann würden sie in der praktischen Anwendung viel raschere und kraftvollere Fortschritte machen. Ich sage euch, liebe Schüler, ihr habt nun eine Zeit erreicht, da ihr diese Kraft mit großer Machtfülle benutzen könnt, um euch von den Fesseln der Begrenzung, die euch so lange gebunden hielten, zu befreien. Beginnt nun in freudiger Entschlossenheit, euer Haus in Ordnung zu bringen. Würdet ihr einen hohen Gast erwarten, so würdet ihr sicherlich Tage daran verwenden, zu seinem Empfange alles gründlich zu reinigen, zu waschen, zu verschönern und vorzubereiten. Um wie viel ist es nun wichtiger, sich auf diesen hohen Prinzen der Liebe und des Friedens, den Prinzen der verzehrenden Flamme vorzubereiten, damit er in euch wohne und das Element des Feuers unter Aufsicht nehme. Wenn einer an Oromasis denkt, den Prinzen des Feuerelementes, so ist das die Flamme des schöpfenden Feuers im Innern, die ihn um Beistand anruft, damit die Schöpferkraft entfacht werde, die unvorstellbar hohe Ergebnisse bringt. Ich kann mich keiner Zeit erinnern, da dem Lichtsucher so viel natürliche Hilfe zur Benutzung bereitstand wie heute. Das sollten die Schüler mit freudigem Eifer sich zunutze machen. Sprecht ihr im Namen der Kraft und Vollmacht des mächtigen Ich Bin, so setzt ihr unbegrenzte Energie frei, die sich eurem Gebote unterstellt, um eure Wünsche zu erfüllen. Warum erlaubt ihr dem Zweifel und der Furcht noch länger, euch zu bedrängen, wenn ihr doch wisst, ich bin die offene Tür, die niemand zuschließen kann, das Tor zur großen Fülle Gottes, der darauf wartet, mit aller Macht sich zu ergießen, um dich zu heilen, zu segnen und reich zu beschenken.
Wagt es, diese mächtige Autorität, Gott in euch zu sein, zu fühlen, zu benutzen. Liebe Schüler, erkennt ihr denn nicht, dass ihr Vollkommenheit zum Ausdruck bringen könnt, wenn ihr nur entschlossen und kraftvoll genug zu eurer Erkenntnis steht? Ich bin die mächtige Elektronenenergie, die jede Zelle meines Gemütes und meines Körpers durchströmt, erfüllt und erneuert in diesem Augenblick. Spürt ihr das mit ganzer Glut eures Herzens, so könnt ihr innerhalb weniger Minuten oder Stunden jede störende Belastung in Gemüt und Körper auflösen und jener mächtigen reinen Kraft erlauben, ihr Werk zu vollbringen, ungetrübt, unberührt durch irgendwelche Missklänge in euren eigenen Gedanken. Ihr könnt jeden Nerv, jedes Organ erneuern und jedes Glied des Körpers fast augenblicklich in den Zustand der Vollkommenheit bringen. Oh, warum fühlt ihr dieses nicht? Warum wendet ihr es nicht an? Sobald ihr beginnt, die erstaunlichen Ergebnisse zu erleben, wird euer Vertrauen sich sprunghaft steigern und euer Verstand wird sich mit aller Überzeugung auf diese mächtige Gegenwart stützen lernen. Scheint euch zur Lösung einer Aufgabe die nötige Kraft zu fehlen, so erhebt euch freudig und entschlossen in das Wissen: Ich bin die mächtige Gegenwart dieser munteren, strahlenden Energie, die durch mein Gemüt und meinen Leib wogt und die alles abweist, was ihr nicht gleich ist. Ich stelle mich für alle Zeiten in diese muntere, strahlende Energie und Freude. Ihr könnt diese reine Kraft durch euren Verstand und Körper bewegen, wie ich meine Hand vor euch bewegen könnte. Zuerst meint ihr, keine große magnetische, elektronische Kraft durch euch strömen zu fühlen. Das beweist jedoch nicht, dass ihr sie nicht empfangt, obgleich ihr mit aller Macht gerufen habt, euch zu durchfluten. Das Gleiche könnte einer sagen, wenn er in seinen Angelegenheiten keine vollkommene Lösung zu erzielen vermag. Der Schüler kann die mächtige Gegenwart des Ich Bin aufbieten, in seine Geschäfte und in seine Welt ausschicken, ihr befehlen, alles zu verzehren, was ihr nicht gleiche, und alles zu ersetzen durch die mächtige Vollkommenheit Gottes, die Ich Bin. Gebietet ihr, sich selber zu erhalten, und veranlasst jede Vollkommenheit, ihre unaufhörliche Machtfülle und Kraft zu offenbaren und eure Welt von jedem Missklang zu reinigen. Denn ich bin die höchste Macht, die schaffende Gottheit. Es ist nicht nötig, euch dabei anzustrengen oder durch die Tätigkeit eures Körpers eine Spannung zu erzeugen. Doch wir können uns in die Übergewalt und Würde der Vollmacht Gottes erheben und alles läutern, was dessen bedarf. Um dieses zu erreichen, brauchen wir nicht mit lauter Stimme zu sprechen, vielmehr in ganz leisem, gebieterischem Tone. Stellt euch allein in den Raum und erklärt: Ich bin Meister meiner Welt. Ich bin die sieghafte Intelligenz, die sie regiert. Ich schicke in meine Welt diese mächtige, strahlende, intelligente Energie Gottes. Ich gebiete ihr, alles vollkommen zu schaffen, die Fülle Gottes zu bringen und sie in meinen Händen und zu meinem Gebrauche sichtbar zu machen. Ich bin nicht länger das kleine Kind Christi, sondern die Meistergegenwart, zu voller Höhe erwachsen, und ich spreche und gebiete in Vollmacht. In dieser Art können Irrtümer und Unvollkommenheit, die einer geschaffen hat, verzerrt werden
und die Machtfülle des Ich Bin kann unverzüglich neu schaffen, in Vollkommenheit, was sie wünscht. Sie ist ewig strömende Kraft, solange ihr nicht die missklingende Geschäftigkeit eures Denkens und Fühlens in den Weg stellt. Ich möchte so gern, dass ihr fühltet, dass ihr die einzige Autorität in jeder eurer Welten seid. Befürchtet niemals, dass die Vervollkommnung eurer Welt irgendwie die Welt eines anderen Wesens schädigen könnte, solange ihr euch jeder Absicht frei haltet, jemandem Leid zuzufügen. Es spielt keine Rolle, was die Umwelt über euch sagt, oder wie sehr sie versucht, ihre Zweifel, Befürchtungen und Beschränkungen euch aufzudrängen. Ihr seid der oberste Herrscher in eurer Welt, und alles, was ihr zu eurem Schutze zu tun habt, liegt in dem Worte: Ich bin der mächtige, magische Schutzkreis um mich, der unüberwindlich ist und der jeden störenden Gedanken, jeden Missklang, der zu mir durchdringen will, zurückweist. Ich bin die Vollkommenheit meiner Welt, und diese steht in eigener Kraft. O ihr Geliebten, es ist nicht länger erforderlich, sich zu wundern, zu schwanken und das Wort Ich Bin, die Autorität in Frage zu stellen. Vorwärts, wagt es, diese Autorität Gottes zu sein und zu benutzen. Sie drückt sich aus im Ich Bin einer jeden Sache. Gebt endlich die Furcht auf. Ihr sehnt euch doch nach der Gegenwart der großen Aufgestiegenen. Nun denn, ich bin die sichtbare Gegenwart jener großen geliebten aufgestiegenen Meister, von denen ich wünsche, sie mögen vor mir erscheinen und deren Beistand ich erflehe. Ihr habt nun die Stufe erreicht, da ihr allen Missklang aus euren Gemütern fortweisen könnt. Füllt eure Herzen mit dieser reinen Elektronenessenz, und kein Missklang wird in diese Gegenwart einzudringen vermögen. Wieder sage ich euch, ihr seid die höchste Macht in eurer Welt, und wenn ihr euer Denken erfüllt durch die Essenz, so kann nichts Wirres euch berühren. Wir wollen diese Macht benutzen, alles Missklang aufzulösen und voller Sicherheit erklären: Gottheit, ich bin das Höchste im Menschen, wo ich auch hingehe. Ich bin schaffende Gottheit. Segensspruch. Mächtiges, schöpferisches Feuer, wir bieten dir Preis und Dank für deine große Allgegenwart heute, die überall heilt und segnet und alles gedeihen lässt. Tritt ein in die Herzen der Menschen mit deiner schöpferischen Gegenwart und deinem Schutzgeist und lasse die Fülle göttlicher Gerechtigkeit deiner Obergewalt an allen führenden Stellen des ganzen Landes und der ganzen Welt herrschen. Gib, dass alle Macht in den Händen deiner geschulten und bewährten Sendboten liege, damit sie alle hohen Ämter leiten, unter göttlichem Beistand, damit die ganze Welt geheilt und gesegnet werde und blühen möge immerdar, damit alle finsteren Einflüsse aufgezehrt und auf ewig fortgerissen werden. Anmerkung: Die Engelscharen freuen sich über die Heimkehr des Wanderers, der endlich den Weg zurückgefunden hat, der die Autorität so lange in der Außenwelt gesucht und dort nur leere Schalen gefunden hat. Dort findet er die Quelle, die ihn wieder stärkt,
die ihn von neuem aufbaut, trotz aller widersprechenden Zeichen des greisen Alters. So könnt ihr erneuert werden und wieder in der Fülle der Jugend und Kraft dastehen, denn solcher Art ist der Weg des Lebens, des göttlichen Lebens. Es hält die erstaunliche Tätigkeit der Vibration aufrecht und wendet sich an jeden mit gütig milder Stimme. Es ist vollkommen wunderbar, wenn ihr diese Bewegtheit sehen könnt. Lasst jeden Einzelnen in das Glück und die Liebe vollkommenen Gehorsams eintreten und die große Gotteskraft freisetzen. Wer sich vom Äußeren abwendet und ins Innere eintaucht, von dem fällt sogleich jeder Missklang ab. Ätherische Städte. Über den großen Wüsten sind die ätherischen Städte, eine über der Sahara, eine über der Wüste Gobi, die für Nordamerika über der Wüste Arizona, die für Südamerika über Brasilien. Die Menschen sollten wissen und zur Erkenntnis geführt werden, dass es immer wieder Bewohner eines Ortes gibt, die durch den sogenannten Tod hinscheiden und am gleichen Ort wieder verkörpert werden. Die Ursache liegt darin, dass sich Bindungen gebildet haben, die sie nun in die gleiche Umwelt zurückziehen. Der Schüler, der sich erneut zu verkörpern hat, sollte das Gebot aufstellen: Das nächste Mal werde ich in eine Familie von großem Lichte geboren werden. Dieses würde die Türe öffnen zu großer Beschleunigung des inneren Wachstums.